Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Podologie und mehr. Ich bin Andrea und heute geht es um Nagelpilz. Ja, was tue ich mit Nagelpilz? Ich möchte euch kurz erklären, was ist Nagelpilz eigentlich und wie kriege ich den wieder los, wenn ich den habe. Also Nagelpilz ist ein Dermatophyt, das heißt ein Hautpilz, der sich von Hornhaut ernährt. Sein klingender Name ist Trichophyton rubrum. Ist ein lateinischer hübscher Name. Ja. Manche Pilze, also manche Nagelpilze sind auch Hefepilze wie die Candida-Pilze oder Schimmelpilze, aber eher selten sind diese Schimmelpilze. Das Vorkommen dieser Pilze ist eigentlich überall, die fliegen überall rum und man kann die auch fast überall fangen. Am meisten eben im Schwimmbad oder zum Beispiel in der Familie, wenn jetzt schon jemand Nagelpilz hat, kann man sie natürlich da anstecken. Oder auch in der Schule oder bei schlechten Maniküren oder bei nicht sauberen Fußpflegen. Auch da kann man sich anstecken. Das befallene Körperteil sind natürlich die Zehennägel, aber es kann natürlich auch die Fingernägel betreffen. Denn wenn man jetzt mit den Fingernägeln zu viel an den Zehennägeln rumknibbelt, kann schon mal passieren, dass man sich an den Fingernägeln auch Nagelpilz einhandelt. Oder Personen, die was ganz viel mit Waschen und Putzen zu tun haben, mit den Putzmitteln. Die können sich auch Nagelpilz an den Fingern holen. Gefährdete Personengruppen sind zum Beispiel ältere Menschen, Menschen, die einen Hautpilz schon gehabt haben, das heißt der Zwischenzehenpilz, Schwimmbadbesucher, Zusammenleben mit natürlich infizierten Personen. Man kann sich auch in der Familie anstecken, zum Beispiel der Enkel kriegt den Nagelpilz von Opa. Auch das kann passieren. Raucher oder sonstige Erkrankungen wie Krebs, Psoriasis, Patienten, die was Immunsuppressivum nehmen oder auch Patienten, die an einer Immunschwäche leiden. Natürlich sind auch Patienten davon betroffen, die eine systemische Erkrankung wie Diabetes haben. Nagelpilz ist ansteckend, also unbedingt behandeln. Also ich zeige euch jetzt einmal ein Bild, wie der Nagelpilz in den Nagel eindringt und von welchen Seiten. Man sieht hier eben, dass der Nagelpilz von oben vom freien Rand kommend immer so in so einen kleinen Streifen nach unten wächst in die Nagelwurzel. Diese Streifen sind meistens so leicht gelblich, so sonnengelblich und die werden dann mit der Zeit immer mehr und immer dicker, bis dass die komplette Nagelplatte befallen ist. Es gibt auch den Nagelbefall von seitlich, das heißt rechts oder links vom Rand. Da wächst er genauso, ebenfalls so gelblich, so streifig, bis hinten in die Nagelwurzel. Der Nagelpilz zersetzt eben die ganze Hornplatte und der Nagel wird dadurch sehr instabil. Es kann auch passieren, dass der Nagel durch diesen Nagelpilzbefall so instabil wird, dass er sich richtig biegt und wölbt. Was noch ist beim Nagelpilz ist, dass sich der Nagel verdickt, der wird dann richtig dick und es kann auch sein, dass er dann im Schuh zum Drücken anfängt und das Ganze auch sehr unangenehm wird. Nicht nur, dass es unansehnlich dann auch schon wird, wenn der Nagelpilz den Nagel schon so weit zerfressen hat, dass er wirklich schon so dick ist und ja, dann spielt er auch schon fast alle Farben. Die Behandlung des Nagelpilzes ist sehr langwierig, weil der Nagel selber wächst nur 1 mm im Monat. Zum Beispiel die Fingernägel, die wachsen 2- bis 3-mal so schnell. Darum ist auch hier der Befall bei Nagelpilz schneller wegzukriegen als wie bei den Zehennägeln. Also die Diagnose vom Nagelpilz erfolgt ausschließlich beim Hautarzt. Das heißt, er nimmt vom Nagel eine Probe. Diese Probe wird auf so eine Agerplatte gemacht und die wird bebrütet, entweder ins Labor geschickt oder der Hautarzt wertet sie selbst aus. Denn nicht nur Nagelpilz macht eine Veränderung des Nagels, auch Hauterkrankungen können dies. Wenn die Ergebnisse vom Hautarzt da sind und der Befall des Nagelpilzes schon über 50% des Nagels betreffen, ist eine systemische Therapie sehr sinnvoll. Denn auch wenn man jetzt diese Nagellacke benutzen würde, wächst der Nagelpilz schneller, als was diese Lacke wirken können. Der Patient kriegt meistens Medikamente, die so 7 Tage angeflutet werden und danach kriegt er bis zur Ausheilung einmal wöchentlich so eine Erhaltungsdosis. Meine Empfehlung ist bei solchen Medikamenten mit dem Arzt eine
monatliche bis 3-monatliche Blutabnahme zu vereinbaren, denn diese Medikamente haben Nebenwirkungen, die nicht so prickelnd sind. Es gibt auch noch bei den Ärzten eine beliebte Behandlungsmethode, und zwar den Nagel ziehen. Den Nagel sollte man wirklich nicht ziehen, weil der Nagel, was danach wieder kommt, das ist oft nicht besser wie das, was vorher da war. Man muss sich das vorstellen wie so eine Tasche, wo der Nagel gebildet wird, und wenn man hier den Nagel rausreißt, verletzt man dieses nagelbildende Gewebe, also die Nagelwurzel. Und eben bei diesem Rausreißen, ja, wenn die Nagelwurzel einmal beschädigt ist, dann macht die immer einen beschädigten Nagel, und deswegen rate ich sehr von Nagelziehen ab. Nicht nur der Hautarzt kann beim Nagelpilz helfen, auch der Podologe. Der Podologe schleift den kompletten befallenen Nagel ab, wirklich bis aufs Nagelbett, bis das kein Befall mehr sichtbar ist. Man sieht es schön hier auf diesem Bild. Und nach diesem Abschleifen kann man mit der Therapie mit so den Lacken oder Cremen beginnen. Bei den Lacken gibt es 2 verschiedene Lacke. Und zwar gibt es einen Lack, der ist einmal täglich anzuwenden, der ist wasserlöslich. Und es gibt einen Lack, der ist einmal wöchentlich anzuwenden. Es kommt jetzt darauf an, wie die Nagelplatte oder das, was übrig geblieben ist, beschaffen ist. Wenn das, was übergeblieben ist, wirklich schön glatt ist und das auch eine wirklich steile Kante hat, dann kann man den Nagellack für einmal in der Woche nehmen. Ist das Überbleibsel der Nagelplatte wirklich jetzt so ganz zerklüftet und ganz uneben, dann ist es wirklich von Vorteil, wenn man den Nagellack nimmt, der einmal täglich anzuwenden ist, denn der ist wasserlöslich. Somit kann man nämlich die ganzen zerklüfteten mit dem Wasser ausspülen, das heißt, der Nagellack ist dann wieder raus und dann kann man wieder neuen Wirkstoff aufbringen. Die Behandlung vom Nagelpilz, ja, es dauert leider sehr, sehr lange. Man darf auch nicht schlurren dabei. Unter anderem dauert es 1 Jahr, teilweise noch länger. Man muss wirklich viel durchhalten, Durchhaltevermögen zeigen. Nagelpilz ist sehr, sehr langwierig. Begleitend zur Nagelpilztherapie kann man auch noch anderes berücksichtigen. Zum Beispiel die Socken täglich wechseln und bei mindestens 60 Grad waschen. Man sollte auch die Schuhe immer gut auslüften lassen, damit die Schuhe trocken sind, weil der Pilz liebt es feucht, warm und dunkel. Auch die Angehörigen sollte man überprüfen, denn es kann schon mal passieren, dass der Großvater den Enkel oder die Mutter den Vater ansteckt und man muss dann die ganze Familie vom Pilz befreien. Und gemeinsam genutzte Räume, die barfuß genutzt werden, sollten wirklich regelmäßig sauber gemacht werden. Auch die Vorleger sollen bei 60 Grad gewaschen werden. Jeder, der was Nagelpilz hat, sollte bitte sein eigenes Handtuch haben für die Füße. Oder die Nagelfeilen, wirklich nur der eine soll diese benutzen. Oder am besten wären natürlich so kleine Sandblattfeilen, die sind so Einmalfeilen und die nach Gebrauch gleich fortschmeißen, damit der Nächste nicht in Versuchung kommt, diese Nagelfeilen zu benutzen und sich den Nagelpilz quasi dann einschleift in seine Nägel. Das wäre dann wieder zur Ansteckung und Verbreitung. So, und jetzt zum Schluss erkläre ich euch noch ein paar schöne Fotos aus meiner Praxis, wie die Nagelpilzbehandlung verlaufen kann. Also am ersten Bild sehen wir den großen Zehennagel eines Patienten, der bereits Rentner ist. Am Januar 2014 hat diese Behandlung begonnen. Man sieht, dass dieser Befall mehr als 50% betrifft. Der Patient hat sich aber dennoch entschieden, die Therapie mit einem Nagellack zu beginnen. Beim Bild 2 sieht man dann schön, dass ich den Nagel komplett abgeschliffen habe vorher und der Patient fleißig gepinselt hat. So ein halbes Jahr später sieht der Nagel ja wirklich schon ganz anders aus. Die ganze Serie, was jetzt hier gezeigt wird, so 2015, 2016
Und jetzt am Ende 2017 haben wir leider einen Rückschlag gehabt. Im Februar 2017 merkt man, dass eine Ecke wieder anfängt zu wachsen von diesem Nagelpilz. Und man sieht auch auf dem Bild vom September 2017, dass so ein Yellow Stripe runtergeht. Das ist wirklich so ein ganz wirklich sonnengelber Aussprießung in den gesunden Nagel rein. Kommt öfter mal vor während der Behandlung. Diese Yellow Stripes muss man unbedingt komplett ausschleifen. Und oft ist es so, wenn man die ausschleift, dann kommt ein so richtiges Pilzaroma in die Nase. Also ich finde, es riecht wie Steinpilz. Ich weiß jetzt nicht, wie die anderen das riechen. Ja. So, das nächste Bild, was wir haben, ist ein junger Patient, der ist um die 30, hat wirklich sehr großen Befall von auch den kleinen Nägeln und den Großzehen. Bei diesem Patienten, der hat eine Laserbehandlung gemacht. Da wird quasi der Zehennagel mit Laser beschossen und der Pilz verkocht. Diese Behandlung ist mittlerweile eher rückläufig wieder, da sie für den Patienten sehr, sehr schmerzhaft ist und auch etwas kostenintensiv. Aber bei diesem Patienten hat es wirklich sehr gut geholfen. Nach ungefähr 3 Monaten hat man wirklich ein sehr, sehr gutes Ergebnis gehabt. Leider war es bei diesem Patienten auch der Fall, dass er ungefähr ein Dreivierteljahr später einen Rückfall einer Zehe hatte. Wie man hier so schön auf dem Bild sieht, ist die dritte Zehe wieder befallen, obwohl sie schon komplett gesund war. Und ich vermute fast, dass dieser dritte Zehennagel durch einen Hautpilz infiziert worden ist. Man sieht auch, dass es rundherum die Haut schön gerötet ist. Man sieht bei diesen Beispielen, dass die Nagelpilzbehandlung von wenigen Monaten bis mehrere Jahre dauern kann. Es ist oft so, dass bei älteren Patienten die Behandlung wesentlich länger dauert, weil der Nagel, umso älter man wird, umso weniger schnell wächst. Bei jungen Patienten ist halt der Vorteil, es sprießt halt besser. Ja. Also, Nagelpilz ist ansteckend, unbedingt behandeln, zum Hautarzt Diagnose machen lassen und den Nagelpilz behandeln lassen. Nagelpilz hat sich leider zu einer sehr kommenden Volkskrankheit entwickelt, weil viele verstecken ihre Pilzfüße oder Pilzzehen in den Schuhen und wollen es dann kaum herzeigen, haben auch großteils Scham davor, wenn der Nagel jetzt so zerklüftet aussieht oder gelb aussieht. Es sieht einfach nicht schön aus. Oder viele Damen auch pinseln einfach färbigen Nagellack drüber und damit hat sie das aus den Augen, aus den Sinn. Aber Nagelpilz ist ansteckend, ihr müsst ihn wirklich behandeln und Durchhaltevermögen, es wird. Man braucht wirklich ganz, ganz viel Durchhaltevermögen. Das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen hoch. Hier oben geht's dann zum nächsten Video. Und wir sehen uns bald wieder. Eure Andrea. Tschüss!